Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ja, wir haben den 5. Dezember, es ist kalt draußen, wir haben ungefähr 3 Grad plus. Ja, ich werde mir jetzt mal eine zweite Pfeife gönnen und es geht jetzt wieder mal um ein Tabak-Review. Heute möchte ich euch einen Klassiker vorstellen und zwar geht es diesmal konkret um diesen Klassiker hier. Ganz genau, hier ist er nochmal. Es ist von der Scandinavian Tobacco Group, der Klassiker Kentucky Bird. Die meisten Pfeifenraucher werden ihn ja schon kennen. Wie gesagt, es ist ein Klassiker, viele rauchen ihn gerne. Ich rauche ihn ja bereits seit über 20 Jahren. Ich habe den, glaube ich, 2001 in den Dreh das erste Mal eine Pfeife gehabt. Ich weiß noch, ich war damals im Urlaub in den USA bei meinem Onkel und wir haben abends immer zusammengesessen mit seiner Frau, haben Filme geguckt. Er und sie haben damals noch Zigaretten geraucht, ich Pfeife und hatte unter anderem halt diesen Tabak hier dabei. Und er hatte es vor allem halt meiner Tante sehr angetan. Warum er es ihr so angetan hat, ja, das werdet ihr gleich erfahren. Doch bevor ich jetzt hier auf weitere Details eingehe, zeige ich euch erstmal ganz kurz das Tabaksbild. So, ihr habt es ja gerade gesehen, hier ist das Tabaksbild nochmal. Es ist also wirklich eine schöne, angenehme, lockere Mischung. Der Schnitt ist relativ fein, finde ich. Gut, das Ganze kommt etwas gepresst wie ein Kuchen erstmal im Pouch daher. Ich habe den Tabak, wie ihr sehen könnt, hier in eine große Acryldose eingelassen, die ich ja speziell hier für den Kentucky Bird auch abgestellt habe. Tabak ist aufgelockert. Und wenn man so die Nase dran hält, kommen einem sehr starke florale Töne entgegen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man steht in einem Blumengeschäft oder man steht direkt neben ein bisschen Potpourri. Alles in allem halt eine sehr, sehr lecker riechende Mischung. Außer Potpourri kann man nicht viel herausriechen. Von daher gehe ich jetzt auch nicht weiter hierauf ein. Und bevor wir jetzt aber ins eigentliche Review gehen, in gewohnter Weise, erstmal den Tabak, wie ich ihn in die Pfeife eingebracht habe, sowie die Pfeife selbst und dann machen wir munter weiter. Bis gleich.
bin ich auch schon wieder. Und hier ist die Pfeife nochmal. Ihr habt es ja gerade auf den Bildern gesehen. Es ist, wie ich finde, eine wunderschöne Bulldog von Mastro Geppetto. Den Tabak habe ich in gewohnter Manier eingebracht, nicht zu fest gestopft. Ich habe auch nach oben hin einiges am Platz gelassen. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich ihn bequem entzünden kann, weil es geht doch ein ziemlich starker Wind. Deswegen auch wieder Feuerzeug. Sollte das verzagen, habe ich den Bunsenbrenner. Aber schauen wir mal, vielleicht klappt es ja auf Anhieb. Der bäumt sich ja doch einiges auf. So. Blut ist gleichmäßig zum Klingen gebracht, das gleich beim allerersten Mal. Was willst du mehr? Direkt nach dem Anzünden hat man erst wieder diesen typischen, leicht beißenden Geschmack der Virginias, der sich aber auch sofort wieder nach 1-2 Sekunden legt. Ich habe leider nicht nachgeschaut, aus was der Tabak, die Mischung der Blend eigentlich besteht. Also Virginias sind auf jeden Fall drin. Der Grundgeschmack, den man hat, ist auf jeden Fall Virginia, aber keine süßen Virginias. Ich spüre hier heuige Noten und natürlich, und das ist jetzt die Besonderheit des Potpourris, der Kentucky Bird. Ich zeige euch die Dose gerade noch mal kurz. Hier ist sie nochmal. Der Kentucky Bird ist vor allem halt mit Blütenblättern versetzt. Wenn man sich die Mischung so anguckt, ist von Blütenblättern hier nichts zu sehen. Ich kann also nur davon ausgehen, man wird Blütenblätter hinzugesetzt haben, wird sie mit fermentiert haben. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich erinnere mich noch an ganz früher, wie gesagt, über 20 Jahre her. Da hat man noch Blütenblätter sehen können, so im zarten Rosa und so. Also da waren noch andere Farben dabei. Heute ist das Ganze ja nur in einem Brauntönen gehalten. Und genau das raucht man halt auch. Man hat florale Noten. Man hat das Heuige von Virginia. Man hat eine subtile, ganz leichte Süße. Es ist aber eher würzig als süß. Und es ist ein sehr angenehmer Rauch. Es ist also diesmal kein cremiger Rauch oder ähnliches. Es ist, wie gesagt, heuig, eine leichte Würze. Man hat dieses leicht florale Aroma, diese leicht florale Noten dabei, die ich bei dem Tabak wirklich sehr schätze. Für mich ist der Kentucky Bird definitiv einer der naturnahen Tabake. Er ist ja nicht naturrein, das definitiv nicht, aber er ist auf jeden Fall naturnah. Das heißt, man schmeckt noch das Tabakaroma, wie gesagt, dieses Heuige von Virginia. Hat auch dieses leicht blumige dabei. Da hätten genauso gut Orientals mit drin sein können. Aber, wie gesagt, es schmeckt leicht blumig. Sehr, sehr angenehmer, eigentlich sogar schon fast ein Frühlings- oder Sommertabak, den ich jetzt hier momentan im Beginn im Winter, 5. Dezember, rauche. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, den Tabak geruhsam zu rauchen. Bedingt durch die Virginias tendiert er halt dazu, wenn man ihn zu schnell und zu heiß raucht, kippt das Aroma, es wird bitter, es ist kein Genuss mehr. Da muss man immer ein paar Sekunden warten, bis die Pfeife wieder ein bisschen abgekühlt ist und dann in ganz dezenten Zügen dran rauchen. Meine Empfehlung ist daher wirklich, die Pfeife nicht zu fest stopfen, weil das Aroma, gerade durch die Blüten, will sich ja entfalten. Wenn ihr dann raucht, dann nicht stark dran ziehen. Das könnt ihr mal machen, wenn die Glut ein bisschen nachlässt. Aber es wäre wesentlich besser, einfach nur dran zu nippen. Beim retronasalen Rauchen, also beim Abgang durch die Nase, spürt man auch wieder dieses Heuige und diesen floralen Noten dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt nur Rosenblüten genommen haben wird oder ob das ein Potpourri von verschiedenen Blüten ist. Ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Und von der Raumnote her riecht es halt auch
Ja, ein bisschen nach Tabak natürlich. Und man hat auch so eine leicht blumige Note dabei. Ist also fürs Umfeld mit Sicherheit angenehmer als ein Latakia. Der Kentucky Bird, wie gesagt, ich rauche den seit über 20 Jahren. Der ist immer wieder mal bei mir in der Bar. Mal hat er vielleicht mal ein Jahr oder mal 2 Jahre, wo ich ihn nicht habe. Dann hole ich ihn mir doch wieder, dann wird er doch wieder mal geraucht. Ich habe schon so viele Tabake inzwischen probiert und es sind noch so viele mehr, die ich probieren möchte. Ich kann mich ja nicht ständig nur auf die gleichen Tabake versteifen. Doch der Kentucky Bird, dadurch, dass er ja diese blumigen Noten hat, macht mich natürlich verdammt neugierig auf Lakelands. Ich rauche seit 32 Jahren Pfeife. In all den 32 Jahren habe ich noch keinen einzigen Lakeland-Tabak geraucht. Jetzt schwärmen ja alle möglichen Pfeifenraucher in Deutschland vom Eagle, von Cigar World. Andere natürlich von den richtigen Lakelands, von Samuel Gareth. 2024 wird wohl Cobb Tobacco ja auch einige britische Tabake nach Deutschland bringen. Da werden mit Sicherheit dann auch Lakelands dabei sein. Und da kann ich jetzt schon sagen, ich werde auf jeden Fall mal dabei sein. Werde jetzt einfach mal probieren, weil der Kentucky Bird mit seinen ja, Blütenaromen gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe eine eigene Punkteskala von 1, von sehr schlecht bis 10, sehr gut. Und da kriegt er bei mir auf jeden Fall eine gute 7. Der einzige Nachteil, der mir so ein bisschen hier auffällt, ist, der Tabak glimmt verdammt schnell herunter. Es ist zwar kein Feinschnitt, aber ihr werdet es ja bei den Tabakbildern sehen, beziehungsweise ihr habt es ja gesehen. Es sind also keine Flake-Stückchen drin. Es ist ja kein Ready Rubbed, es ist kein Broken Flake, nichts in der Form. Es sind alles relativ fein, dünn geschnittene Tabakblätter. Jetzt kein Feinschnitt, wie gesagt, das bei weitem nicht. Da reden wir ja von 0, noch was Millimeter. Wir haben hier schon dickere Flake-Stückchen drin, aber nur was die Breite angeht und nicht was die Dicke betrifft. Das heißt, der Abbrand ist gleichmäßig schnell. Brauche ich eine durchschnittliche Mixture aus so einer Pfeife hier über eine Stunde, kann ich davon ausgehen, dass ich mit Ach und Krach vielleicht eine Stunde hinkriegen werde. Ich gehe eher davon aus, es wird so um die 50 Minuten sein. Das war zumindest in letzter Zeit immer, egal welche Pfeife. Und ich rauche langsam. Also von daher, einziger Nachteil, er klimmt schnell runter. Ansonsten aber, es ist ein Rauchvergnügen, ein Rauchgenuss. Der Kentucky Bird könnte durchaus ein All-Day Smoke sein. Preislich ist er nicht teuer. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber dürfte so um die 10 Euro liegen. Wie gesagt, er hat keine Höhen, er hat keine Tiefen. Er klimmt genüsslich runter, schmeckt nach Virginia mit leichten Heugennoten, schmeckt nach dem Floralen. Das zusammen ergibt ein schönes ganzes Paket. Raucht sich gut, schmeckt gut, macht Spaß. Er verlangt nach keinerlei Aufmerksamkeit. Man kann hier wirklich nebenbei genüsslich runterrauchen. Ich habe hier mehrere Tage lang meine Kakteen umgetopft. Ich werde jetzt demnächst nochmal so eine Session vornehmen, weil sie ja jetzt ins Winterquartier gebracht habe. Der Sommer war eine Katastrophe. Einige, vor allem die Gärtner, werden es ja wissen, diese Woll- und Schmierläuse sind eine Katastrophe, auch bei Kakteen. Da sind mir viele Pflanzen kaputt gegangen. Jetzt habe ich etliche retten können oder zumindest Teile davon retten können. Die müssen jetzt alle noch umgetopft werden. Bei den Temperaturen hier um den Gefrierpunkt sitze ich halt auf der Loggia, rauche dabei einfach nur einige von meinen Corncobs und topfe die Pflanzen einfach um. Und auch den Kentucky Bird habe ich zwischendurch dabei geraucht. Wie gesagt, er klimmt munter runter, man muss sich nicht konzentrieren. Ist der Tabak erstmal am Klimmen, wenn kein Wind ist, geht es schon mit dem ersten Streichholz. Heute ist es windiger, da hat es Feuerzeug herhalten müssen, aber ihr seht es ja. Ich habe nicht nachfeuern müssen. Einfach Oberfläche geklettet, munter weitergeraucht. Ja, und so geht es jetzt munter runter. Ich gehe jetzt davon aus, bei der Menge, die ich jetzt noch drin habe und wieder momentan runterklimmt, seit 13 Minuten rauscht den Tabak. Und werde jetzt vermutlich noch, wenn ich Glück habe, noch eine Dreiviertelstunde hinbekommen, dass ich so bei einer Stunde ungefähr rauskomme. Ich gehe davon aus, wie gesagt, dass es schon ein bisschen früher zu Ende sein wird. Einmal, wie gesagt, es ist leicht bindig und zum anderen klimmt er halt generell stärker runter. Ich habe die Pfeife heute extra mal ein bisschen fester gestopft, aber man kann machen, was man will. Wundervoll bringen geht halt auch nicht. Ja, der Rauch ist einfach kühl, heuig, floral, angenehm zu rauchen. Ein wunderbarer All-Day Smoke, von mir definitiv eine Empfehlung.
Aber wie gesagt, das ist ein Klassiker. Die meisten von euch kennen ihn ja sowieso schon. Von daher wisst ihr ja, was euch erwartet. Und das wird jetzt noch ein Weilchen dauern. Erfahrungsgemäß kann man sagen, so ungefähr 2/3 der Füllung hat man das volle Aroma. Nach 2/3 ist das Florale weg. Dann bleiben nur noch so die heuigen Noten vom Virginia. Ganz zum Schluss wird es dann wieder ein bisschen bitterer werden, weil dann ist alles gesättigt. Aber das ist ja auch normal. Von daher qualitativ ist der Tabak gut bis sehr gut. Kann man nicht meckern, da die STG was Gutes rausgebracht. Und der Tabak erfreut sich ja nicht umsonst schon seit sehr, sehr vielen Jahren einer sehr großen Beliebtheit. Daher war es das auch schon von mir für heute. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Nun seid ihr an der Reihe. Hier unten Kommentare. Ich bin natürlich immer auf euer Feedback gespannt. Deswegen, wer von euch kennt selbst den Kentucky Bird, hat ihn vielleicht schon das ein oder andere Mal geraucht. Wie gesagt, hier ist die Dose hier nochmal mit dem wunderschönen Vogel. Wie ist eure Meinung zum Kentucky Bird? Mögt ihr ihn nicht? Seid ihr auch der Meinung, so wie ich es ja gerade gesagt habe, dass es ein sehr guter All-Day Smoke ist, der vom Geschmack und auch vom Geruch her einfach mal was anderes ist? Kein typischer Aromat, aber jetzt auch nicht so der typische naturnahe Bursche. Habt ihr Fragen zum Kentucky Bird? Wie gesagt, lasst uns hier unten einfach ein bisschen austauschen. Ich bin gespannt, was ihr mir schreibt. Wünsche euch in gewohnter Weise weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen, mit euren Tabaken. Bleibt gesund, bleibt mir gewogen, bleibt meinem Kanal gewogen. Dieses Florale begeistert mich immer wieder. Happy Puffing, bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Macht's gut. Ciao.